Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne frei Haus. Und ich bin in Südafrika am Kruger Nationalpark und berichte gleich über diese Anlage, die du im Hintergrund siehst. Und es wird super spannend. Ich spreche mit Hanno darüber, welche Beweggründe hier in Südafrika für eine Photovoltaikanlage sprechen. Ist nämlich komplett anders als bei uns in Deutschland. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Bei Fragen schreib mir einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich über den Austausch mit dir. Und wenn du selbst eine Photovoltaikanlage betreiben möchtest, da Hilfe brauchst bei der Auswahl der Komponenten, dann melde dich gerne auf www.sonnefreihaus.de. Jetzt viel Spaß in diesem Video. Los geht's. So wie ich gerade schon im Intro gesagt habe, ich bin in Südafrika in der Nähe des Kruger Nationalparks bei Hanno und Andreas und ich werde gleich mit Hanno darüber sprechen, was die für Gedanken hier hatten bei der Anschaffung der Photovoltaikanlage, und es wird super spannend, weil es ganz anders ist als bei uns in Deutschland. Und jetzt werde ich mit Hanno darüber sprechen. Ich gehe mal rein, gucken, ob ich ihn schon finde. Hi Nils. Ist er schon? Hi, grüß dich Hanno. Willkommen in Südafrika. Ja, danke. Schön, dass ich mal hier vorbeigucken kann und die Anlage vorstellen darf. Sehr gerne. Wird, glaube ich, super spannend für die Zuschauer, weil es hier ganz andere Bedürfnisse gibt als bei uns in Deutschland. Und darüber möchte ich gleich mit dir sprechen. Kurze Frage vorweg. Habt ihr gerade Netzstrom? Nein. Nein? Tatsächlich okay. nicht. Das ist super interessant. Werden wir gleich noch drüber sprechen, was da los ist und welche Gründe es da gibt. Da sprechen wir gleich mal ganz ausführlich und in Ruhe drüber. Ich möchte jetzt ganz gerne erstmal kurz die Anlage zeigen und mit dir drüber sprechen, überhaupt die Grundfrage, warum habt ihr euch für eine Photovoltaikanlage entschieden? Was waren da so die Hintergedanken? Wir können ja jetzt mal reingehen. Machen wir. Super. Okay, dann lass uns mal in den Technikraum gehen. Und Ja, ich sehe schon, hier hängt allerhand Genau. an Technik. Bevor wir da jetzt gleich drauf eingehen, würde mich total interessieren, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Was war der ausschlaggebende Punkt für euch zu sagen, okay, wir möchten eine Photovoltaikanlage anschaffen? Waren das ökologische Gründe oder ganz was anderes? damals, also 2020, als wir uns dafür entschieden haben, war es tatsächlich der wichtigste Faktor war Unabhängigkeit. Weil dann hatten wir uns schon ein bisschen in das Thema eingelesen, von wegen Stromkrise und was hier die aktuellen Zustände sind in Südafrika. Und da war für uns klar, wir wollen unabhängig sein und wir haben hier Sonne ohne Ende, das wollen wir nutzen. Ja, das war der ganz zweite andere Grund. Sonneneinstrahlung als bei uns in Deutschland. Da komme ich wieder auf den Vergleich Deutschland-Südafrika. Auf jeden Fall. Ihr habt also wirklich das ganze Jahr über Sonne und könnt die nutzen, oder? Ja. Also wir haben hier, ich würde sagen, 90% der Tage sind Sonnentage. Ja. Eher 95%. Und ja, da war das schon absolut ausschlaggebend. Ja, prima. Wir kommen auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ihr habt den Speicher stehen, sehe ich gerade schon. Die Zahlen, was die Anlage produziert, werde ich euch auch gerne nochmal zeigen hier, damit klar wird, okay, über das ganze Jahr gesehen, wie viel muss eigentlich noch aus dem Netz bezogen werden, wie viel wird durch die Anlage abgedeckt. Also auch nochmal ein Blick auf die Autarkie und die Selbstversorgung. Hanno, magst du mal kurz ein bisschen sagen, ich sehe hier 2 Wechselrichter. Warum habt ihr 2 Wechselrichter? Also wir hatten ursprünglich tatsächlich mit einem gestartet, mit einem 5 Kilowatt Inverter, oder wie ihr sagt, Wechselrichter, wir sagen Inverter. Grund ist, wir hatten uns ursprünglich für eine 5 Kilowatt Anlage entschieden. Also das heißt, wir haben 16 Paneele oben auf dem Dach, 355 Watt. Und das wurde uns damals empfohlen. Wir hatten es kurz ausgerechnet und gesagt, das wird für uns reichen, weil damals war die Idee hier noch, das ist ein Ferienhaus. Ja. Und ja, von daher hatten wir uns für die Größe entschieden und wir haben uns für eine 15 Kilowatt Batterie entschieden als Backup. Okay, also 15 Kilowattstunden Speicher mit der 5 kW Anlage. Das reicht auch locker, um den voll zu machen, den Speicher? Ja. Also wir sehen im Sommer, wenn die Batterie runter auf 30–40% ist über Nacht, ist in der Regel nach 4 Stunden Sonne ist die Batterie voll. Ja. Und wir haben im Sommer eher dann und auch im Winter eine Überproduktion. Ja. Weil so viel Verbrauch haben wir eigentlich gar nicht, dass wir das alles nutzen können, was den Tag über an Sonne reinkommt. Ja, würde ich gerne gleich nochmal mit darüber sprechen, was eure Hauptverbraucher sind. Zum Speicher ganz kurz. Kommt ihr damit zurecht? Ja, also es reicht dicke, um die Stromkappung, sage ich mal, zu überstehen. Also wenn dann regelmäßig für 2 bis maximal 4 Stunden am Stück der Strom abgestellt wird vom Land, reicht uns die Batteriedicke. Ja. Wenn wir einen permanenten längeren Stromausfall haben, weil zum Beispiel eine Leitung umgestürzt ist oder was über mehrere Tage und wir kriegen keine Sonne permanent rein, dann
haben wir natürlich irgendwann ein Problem. Okay. Weil wir können nicht vom Netz laden und die Sonne produziert nicht genug. Das heißt, die Batterie wird irgendwann langsam. Ja. Aber ansonsten, wenn ein Netzanschluss da ist, dann ladet ihr den Speicher auch teilweise aus dem Netz auf, oder? Ja, genau. Um diese Unabhängigkeit dann in den Momenten zu haben, wenn der Strom weg ist. Richtig. Können wir gleich gerne nochmal in Ruhe drüber sprechen. Hier ist es so warm, das können wir gerne mal in einem anderen Raum jetzt noch hinsetzen. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast Einstellungsmöglichkeiten. Du hast ein Victron-System oder ihr habt euch hier für ein Victron-System entschieden. Was war da der Hauptgrund? Da haben wir uns beraten lassen, um ehrlich zu sein. Ja. Uns wurde gesagt, das Victron-System ist von der Garantieleistung am einfachsten zu handeln hier. Ja. Und auch wenn es um Ersatz geht, also ein Ersatz ist schnell gewährleistet. Und das hat uns im Prinzip am meisten angesprochen. Ja. Also es hätte ein günstigeres System gegeben von einem chinesischen Anbieter. Aber da waren wir nicht so ganz überzeugt. Okay. Also Victron ist ja auch bekannt für Off-Grid, also ohne Netzanschlussbetrieb, und da habt ihr sicherlich eine gute Anlage, eine gute Wahl getroffen. Man sieht jetzt hier das Display, können wir da vielleicht noch mal kurz drauf schauen und du kannst mal kurz sagen, was sehen wir da jetzt gerade? Also hier sehen wir jetzt zum Beispiel oben, die 2 Striche hier bedeuten jetzt tatsächlich, dass gerade kein Netzstrom da ist. Okay, wir sind also gerade Off-Grid. Wir sind gerade Off-Grid, genau. Hier oben sehen wir, was wir gerade verbrauchen, die 953 Watt. Ich gehe mal davon aus, dass es gerade die Poolpumpe, die läuft. Und wir produzieren aber, obwohl es ein bisschen bewölkt ist, gerade 2376 Watt. Jetzt funktioniert es gerade so, dass diese überschüssige Energie zurück in die Batterie geht, um die Batterie zu laden. Weil wir hatten ein bisschen mehr Verbrauch jetzt in der letzten Stunde, als kein Strom da war, als wir produzieren konnten über die Paneele. Ja, super spannend. Du kannst auch in dem System einstellen, welche Reserven zurückgehalten werden sollen. Das hattest du mir vorher mal am Telefon auch schon erklärt, dass man da verschiedene Stufen einstellen kann. Die und die Geräte sollen dann noch bedient werden, aber nur bis zum Ladestand von. Also kannst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausführlicher erklären? Also da habe ich zum einen die Möglichkeit, dass ich das einmal über das Handy einsteuere, dass ich sage, das ist das Minimum-Level, was ich gerne hätte. Bis zu dem Zeitpunkt sollen Klimaanlagen oder zum Beispiel Warmwasseraufbereitung funktionieren. Und wenn ich sage zum Beispiel bei 40% riegelt das ab, dann ist gewährleistet, dass alle anderen Funktionen noch aufrechterhalten sind, wie die Steckdosen, Lichter, Wasserkocher, Kühlschrank, alle anderen, wie wir hier sagen, Critical Komponenten. Ja, okay. Genau. Ja. Ja, klar, macht ja auch Sinn, da eine Reserve zurückzuhalten. Lieber ein bisschen wärmer sitzen, aber dafür sind die Gefriergüter noch gefroren. Ja, okay. Nee, es ist tatsächlich passiert, als wir hier im schweren Unwetter, als uns der Strom dann ausgefallen ist. Und die Klimaanlage lief über Nacht und ich hatte es nicht richtig eingestellt und hatte die Batterie bis auf 20% sich entladen und dann hast du natürlich ein Problem. Wenn dann über einen längeren Zeitraum kein Netzstrom verfügbar ist und du die Batterie nicht aufladen kannst und du hast Overcast, also sprich Bewölkung, insofern ist es eigentlich wichtiger, habe ich jetzt für mich festgestellt, dieses Level etwas höher zu setzen, um einfach die Reserve im Ernstfall besser ausnutzen zu können. Ja, okay. Bevor wir den Raum verlassen, ganz kurz noch, wie lange ist dieses System jetzt schon hier im Betrieb und wie zufrieden seid ihr damit? Wir haben das System installiert im Dezember 2020. Okay. Und wir mussten einmal tatsächlich einen Inverter ersetzen, der war durchgeraucht einmal, aber das war ein Garantiefall und das hat wunderbar geklappt. Also der ist tatsächlich gekommen, hat einfach einen neuen installiert und das war's. In welchem Zeitraum? Eine Woche gedauert nein, oder einen Tag? Einen Tag. Oh, okay. Einen Tag. Und das war auch das, was er damals versprochen hat und gesagt hat. Er hat gesagt, die sind schnell für den Fall, dass was ausgetauscht werden muss. Ja. Und den Fall hatten wir tatsächlich. Okay. Und jetzt haben wir uns halt zusätzlich noch für den zweiten Inverter entschieden, einfach als Backup und für die Spitzen. Ja, dass ihr da noch mehr Leistung abdecken könnt. Genau. Okay, und ich höre raus, zufrieden? Ja, bisher. Absolut, absolut. Also das macht schon wirklich Spaß, diese Energie, die einem hier zur Verfügung gestellt wird durch die Sonne, intelligent zu nutzen und zu managen. Und da haben wir auch wirklich Spaß dran. Wir versuchen, die sonnigen Tage natürlich auszunutzen für alle Wäscheladung, Spülmaschine und... Würdest du also sagen, euer Verbrauchsverhalten hat sich auch verändert? Ja.
Also auf jeden Fall. Du hast einen viel bewussteren Bezug dazu und du entscheidest dich bewusster, diese Energie zu nutzen, die du quasi ja von der Sonne geschenkt bekommst. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl. Okay. Super, dann lass uns gerne mal hier raus. Ich laufe mich hier weg. Auf jeden Fall. Und dann können wir nochmal über Strompreise sprechen und Load-Shedding, was genau das ist. Interessiert mich auch nochmal persönlich, ist was ganz Interessantes. Ich hoffe, das lernen wir in Deutschland nicht ganz so kennen. Gehen wir mal rüber. Okay. Da hatte ich mal eine Übersicht gemacht über das komplette letzte Jahr, also von Januar 22 bis Ende Dezember 22. Und da sieht man ganz gut, wir haben im Prinzip eine leichte Überproduktion. Also wir haben insgesamt knapp 8.400 Kilowattstunden produziert, aber nur um die 6.700 verbraucht. Insofern ist die Anlage eigentlich groß genug, aber im Sommer ist tatsächlich das Problem, dass wir zusätzlichen Netzbezug brauchen, weil die Batterie leider nicht groß genug ist, um diese Spitzen zu decken. Im Winter, wenn die Klimaanlagen nicht laufen, haben wir mehr als genug Energie und können im Prinzip von Mai bis Oktober, kann man fast sagen, uns vom Grid abschalten. Ja, was ich spannend finde, ist einfach mal fast 8.400 Kilowattstunden Erzeugung mit eurer Anlage, die ja doch gar nicht so riesig ist. Also da sieht man mal die vielen Sonnenstunden hier sorgen für einen ganz ordentlichen Ertrag da, ja. Hanno, jetzt haben wir gerade drin die Anlage gesehen und du hast schon erzählt, Load Shedding. Kannst du noch mal kurz erklären, das weiß ja nicht jeder, was ist das genau, wodurch kommt es da, also wieso kommt es dazu, was sind da die Hintergründe? Also die Hintergründe für Load Shedding sind in erster Linie, dass das Netz permanent überlastet ist und unser einziger Stromkonzern im Land hoch verschuldet ist. Okay. Und das erfordert, dass in Stufen regelmäßig der Strom abgeschaltet wird. Es wird dabei in Stufen unterschieden von Stufe 1 bis Stufe 8. In Stufe 1 hast du um die 2 Stunden pro Tag, wo kein Strom verfügbar ist vom Netz, und Stufe 8 geht dann bis zu 12 Stunden. Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? So 3-mal im Jahr wird der Strom abgestellt oder von welchen Zeitfenstern sprechen wir da? Also die Tendenz ist im Moment steigend. Wir haben seit dem 1.1. diesen Jahres jeden Tag Load Shedding. Jeden Tag? Jeden Tag. Ich glaube, im letzten Jahr waren wir bei um die 160 Tage, die wir Load Shedding hatten. Und das Jahr davor waren es um die 80 Tage. Also man sieht, wo die Tendenz hingeht. Also seit Januar wirklich jeden Tag. Und sind das feste Zeitfenster immer um 9 bis 10 oder schwankt das? Es ist wie quasi wie ein rollierendes System. Die Zeiten sind nicht immer jeden Tag gleich. Und in jeder Provinz sozusagen gibt es unterschiedliche Zeiten, damit diese Netzauslastung ja verteilt wird. Ja. Und damit jeder quasi ein bisschen Strom bekommt. Okay. Also du kannst anhand dich einer App am besten orientieren und dann siehst du, wann für heute deine Stromabschaltzeiten sind. Aber es kann halt auch vorkommen, dass du am Tag eine Benachrichtigung bekommst und sagst, okay, es geht auf einmal von Stufe 2 auf Stufe 5 oder auf Stufe 4. Also es ist sehr, sehr schwer zu planen, weil es sehr häufig einfach geändert wird während des Tages. Und bekommst du dann eine Push-Nachricht auf dein Handy? Genau, es gibt eine App, die man sich runterladen kann. Und dann kannst du einstellen, dass du eine Push-Benachrichtigung bekommst. Und dann heißt es, okay, ab 16 Uhr geht es auf Stufe 5 hoch. Und dann kannst du kurz nachgucken, okay, das heißt, jetzt ist Abschaltung von 21 Uhr bis 23.30 Uhr und dann wieder von 3 Uhr nachts bis 5.30 Uhr und so weiter. Ich habe uns hier mal den Load-Shedding-Zeitplan rausgeholt. Also so sehen die Stufen 1 bis 8 aus. Und da sieht man, Stufe 1 sind im Prinzip nur 2,5 Stunden pro Tag. Und das höchste, was wir bisher hatten, war Stufe 6 dieses Jahr. Und da sind wir dann schon bei 10,5 Stunden pro Tag. Das ist dann schon einiges. Da möchte ich noch mal kurz für euch als Zuschauer drüber sprechen. Das hat ja für euch hier, also Off-Grid ist ja dann wirklich etwas, was nicht mal vorkommen kann, einmal im Jahr oder einmal im Monat vielleicht, sondern regelmäßig, voraussehbar. Und deshalb habt ihr auch einen ganz anderen Anspruch da an die Anlage. Deswegen hatten wir ja schon drüber gesprochen, hattet ihr euch für Victron entschieden.
Und die Strompreise, wie sind die hier? Was kostet eine Kilowattstunde aus dem Netz, wenn ihr die kauft? Ich hatte das tatsächlich mal spaßeshalber nachgeguckt, weil ich hatte mich, um ehrlich zu sein, nie damit beschäftigt, so was der Strom in Deutschland kostet, weil du hast ja wenig Alternativen. Ja. Und Solar war damals für uns in Deutschland keine große Option. Und ich habe herausgefunden, dass es hier tatsächlich der Strompreis ein Fünftel von dem ist, was in Deutschland aktuell bezahlt wird. Okay, das ist ein Riesenunterschied, aber es ist ja auch total interessant. Das Hauptding ist eigentlich die Absicherung wirklich gegen Netzausfälle, damit die Criticals, wie wir gerade besprochen haben, noch laufen. Genau. Und vor allen Dingen dann halt auch das Beladen aus dem Netz in den Speicher. Also sobald Netzanschluss wieder da ist, ist eigentlich, so habe ich es richtig verstanden, korrigiere mich sonst gerne, Priorität 1, der Speicher wird wieder aufgeladen, oder? Genau. Ja, weil du kannst im Prinzip, also es gibt auch ständig Netzausfälle, unwetterbedingt. Also wir können im Prinzip die Uhr danach stellen. Wenn es stark regnet oder wenn es einen Sturm gibt, dann wissen wir, okay, jetzt knickt wieder irgendwo eine Leitung um und dann muss ein Techniker rausgeschickt werden, das Problem lokalisieren. Und dann ist es oft so, dass wir manchmal 1 bis 2 Tage überhaupt keinen Netzstrom haben. Ja. Also deswegen ist es immer so ein Balanceakt zwischen Batterie geladen halten und Den Verbrauch auch steuern. Eure Hauptverbraucher, was sind eure Hauptverbraucher, kannst du das sagen? Im Prinzip die Klimaanlagen definitiv im Sommer und weil wir haben hier Temperaturen bis über 40 Grad und die Räume heizen sich doch sehr auf, weil Isolierung ist nicht wie in Deutschland. Und dann Warmwasseraufbereitung definitiv und das war's. Klimaanlagen, Warmwasseraufbereitung, das sind die Hauptverbraucher oder die starken Stromzieher. Achtet ihr darauf, wenn jetzt zum Beispiel nachts, gibt es nachts auch Loadshedding? Ja. Okay, und dann achtet ihr darauf, dass die getimed sind, dass die dann ausschalten oder wie ist das geregelt? Oder ist das durch das Critical, Non-Critical gesteuert? Ja. Im Prinzip habe ich das Problem jetzt dadurch gelöst, dass ich den Mindestverbrauch in der App gesetzt habe auf 40% im Moment, dass dann die Klimaanlage abschaltet. Okay. Und dann setze ich wiederum auf die Funktion, dass die Batterie geladen wird, sobald der Netzstrom wieder verfügbar ist. Damit sichergestellt ist, dass immer die Batterie im Prinzip voll ist. Ja. Also es ist nicht wirklich, um Geld zu sparen hier, sondern es steht wirklich im Vordergrund, unabhängig zu sein und für die spontanen und auch die geplanten Netzausfälle einfach gewappnet zu sein. Okay. Habt ihr bei der Auswahl des Speichers, da möchte ich noch mal ganz kurz drüber sprechen, bestimmte Kriterien gehabt, also die Zellchemie oder die Zyklenanzahl, dass das möglichst eine lange Garantie dadurch gegeben ist oder Sicherheit? Was waren da eure? Da haben wir uns tatsächlich damals mehr beraten lassen, weil da waren wir noch nicht in dem Thema drin. Also da wussten wir das alles noch nicht und hatten noch kein Gefühl für, was verbrauchen wir, wie viel produzieren wir, ist die Batterie groß genug. Also wir haben uns im Prinzip beraten lassen und ja, damals war es noch nicht klar, dass das hier mehr als ein Ferienhaus wird und da haben wir gedacht, das reicht, dicke. Ja. Jetzt im Nachhinein betrachtet, eine leicht größere Batterie wäre wahrscheinlich noch geschickter gewesen, weil dann könnten wir uns komplett vom Netz trennen. Ja. Und eine größere Batterie, die PV-Anlage, also der Generator, habt ihr da auch schon Überlegungen, da mehr Solarmodule noch zu installieren, um den PV-Generator noch zu vergrößern? Ja, also es muss alles irgendwo finanzierbar bleiben und die Tendenz sieht ja schlecht aus, habe ich ja eben schon gesagt. Insofern ist das schon eine Überlegung, tatsächlich auch noch die Systemleistung zu erhöhen, indem man noch mehr Paneele installiert. Was mich interessieren würde, ist das Standard, dass bei Neubau in Südafrika eine Photovoltaikanlage installiert wird oder wie ist das so auch für die Wirtschaft? Ich meine, Stromausfall, das wird ja alle betreffen. Ja, das trifft natürlich hier ganz besonders die kleinen und die mittelständischen Unternehmen. Die haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, so eine Anlage zu installieren. Die helfen sich meistens mit kleineren Backup-Systemen durch diese Load-Shedding-Zeiten. Aber wenn es die Stufen 6 bis 8 irgendwann erreicht, und das hatten wir dieses Jahr schon, Stufe 6, wo wir dann um die 10 Stunden pro Tag keinen Strom haben, dann funktionieren natürlich auch diese kleinen Backup-Systeme nicht mehr. Und 4,5 Stunden am Stück ohne Strom ist halt wirklich eine Herausforderung. Ja, krass. Ihr seid ja auch darauf angewiesen, ihr arbeitet viel online und organisiert ganz viel. Vielleicht darf ich das ganz kurz sagen, ich sehe es ja auf deinem T-Shirt auch, Reno Revolution, eine Organisation. Ja. Ihr setzt euch für Nashörner ein hier, tolle Arbeit, die ihr da macht. Genau.
Und da braucht ihr natürlich auch Internet und müsst erreichbar sein, Ja, um auch kurzfristig ganz reagieren zu können, oder? Richtig, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das war auch damals wirklich der ausschlaggebende Grund, dass wir, ja, wie ich schon erwähnt habe, die Unabhängigkeit. Und es war nicht aus finanziellen Gründen, um Geld zu sparen, weil wir wussten, mit der Anlage, die Investition werden wir bei den Strompreisen nicht zurückbekommen, sondern das Thema war hier wirklich Unabhängigkeit und ja auch trotzdem die Nachhaltigkeit. Und wir hoffen, dass Südafrika irgendwann mal sich in die Richtung bewegt, dass solche kleinen Projekte hier, also solche kleinen Solarinstallationen gefördert werden, weil das ist aktuell nicht der Fall. Ja. Und das wird natürlich auch immensen Druck vom Netz nehmen. Insgesamt, das ja permanent überlastet ist. Ja. Also der Weg nach vorne für Südafrika sind tatsächlich solche kleinen autarken Systeme. Und also hier ist ein großer Markt Ja. mit der vorhandenen vielen Sonne. Genau, ich wollte gerade sagen, viel Sonne und dann gleichzeitig dieses große Problem auf der anderen Seite. Eure Organisation habe ich gerade schon einmal kurz erwähnt und ihr seid darauf angewiesen, mit Strom versorgt zu sein, erreichbar zu sein. Ich habe es vorhin gerade mitgekriegt, Definitiv, das Telefon ja. hat geklingelt, wieder ein Einsatz, um euch um die Nashörner zu kümmern. Und das finde ich super interessant, das Projekt, was ihr macht. Schaut mal gerne rein auf Reno Revolution, bei Instagram zum Beispiel findet ihr die Jungs und die tolle Arbeit. Das ist echt spannend und ich bedanke mich wirklich, dass du die Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass du unter Strom stehst hier. Ach, und sehr, sehr gerne. Da berichtet hast aus deinen Erfahrungen hier in Südafrika mit der Photovoltaikanlage. Super spannend, ganz herzlichen Dank und bis ganz bald. Wir bleiben gerne in Kontakt. Danke dir, Hat Nils. mich super gefreut. Danke. Bis bald. Bis bald. Tschüss.